Ja, hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal dieses kleine Stück Holz hier an, und zwar das Blackboard. Das Blackboard ist ja ein Board, was nicht komplett schwarz ist, aber ein bisschen schwarz ist. Und dieses kleine Stück Holz kostet knapp 90 Euro. Ich habe es einmal im Sale für 75 gesehen, aber eigentlich kostet es 90 Euro. Und es ist wirklich halt nur dieses Stück Holz. Und man sieht hier, ich komme mal ein bisschen näher, es ist verbunden hier mit einem kleinen Stück, ja, Seil. Also das hier ist beweglich, vor allem nach vorne hin, sodass man es auch einpacken kann, wenn man damit unterwegs ist oder so. Und vorne haben wir hier zwei Flächen, zwei Gummiflächen, dass man hier nicht so rutscht. Im Endeffekt kommt hinten die Ferse drauf und vorne dann der Vorderfuß. Und wir haben hinten, hier ist Vlies quasi, und wir haben hier so einen Mechanismus, dass ich hier, hoppala, diese Holzstangen entfernen kann und dann in jegliche Position, wie sie gewünscht ist, hier befestigen kann. Und die Standardposition, die ich hier habe, ist, ich bringe es nochmal an, dass das lange Stück Holz in der Mitte ist. Und hier unten sind noch zwei kleine, und die sind dann so, sodass wir quasi diese Position haben, sodass ich in diesem Bereich hinten am Fuß, an der Ferse, sehr stabil bin und vorne am Wackeln bin. Also ich stehe dann da quasi drauf und das Ding wackelt nach links und rechts, und ich versuche mein Gleichgewicht zu halten. Also das Hauptziel von dem Blackboard ist, dass man mehr Balance bekommt und dass, ja, der Fußbereich, also so wirklich vom Fuß bis zur Wade etc., dass das alles, ja, wieder trainierter wird, und dass man seine Balance verbessert. Also deren Motto hier ist Free your feet and balance your body. Und sie sagen quasi, hey, alles geht vom Fuße aus, und wenn der Fuß nicht steht, dann, ja, dann geht alles kaputt. Der Zahnarzt sagt dir genau umgekehrt, wenn der Zahn nicht richtig stimmt, dann kann es auch im Fuß wehtun. Irgendwo fängt es immer an, aber sie haben ja nicht ganz Unrecht, die Füße sind super wichtig, und wenn es da Probleme gibt, dann kann sich das auf viele andere Sachen auswirken. Und tatsächlich, was eine meiner Schwächen ist, ist das Thema Balance. Da bin ich nicht so gut drin. Und wie Peter Attia ja immer sagt, Balance ist super wichtig, gerade fürs Alter, denn je älter man wird, desto schlechter wird die Balance in der Regel, wenn man da nichts für tut. Und ganz viele Menschen, ältere Menschen, stürzen, und entweder sterben sie direkt durch den Sturz oder an den Folgen. Beispielsweise jemand ist sehr fit und agil und eigentlich noch, ja, super gut drauf mit 80, 85. Dann stürzt die Person, und infolgedessen kann sie nicht mehr so leben, wie sie vorher gelebt hat. Das schränkt sie ein. Sie wird vielleicht depressiv oder einfach, ja, fühlt sich jetzt nicht mehr so fit, und dann ist es langsam vorbei mit der Person. Und darum ist es wichtig, dass man auch im hohen Alter da noch einfach fit ist. Und ich habe lange überlegt, ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt. Ich habe jetzt, glaube ich, über ein Dreivierteljahr überlegt, ob ich mir das hole. Denn wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, merkt auch, ich mache im Moment recht viel, auch für meinen Körper. Und irgendwann hat man auch einfach keine Zeit mehr, was man alles machen soll. Gerade wenn immer irgendwie in der Man's Health steht, ja, mach das 5 Minuten am Tag. Ja, ich kann aber nicht 37 Sachen 5 Minuten am Tag machen. Ich habe das jetzt aber tatsächlich in meinen Alltag integriert. Hier steht, man soll irgendwie die Übung auch irgendwie 5-mal die Woche machen, 20 Minuten, nein, das kann ich nicht, da habe ich jetzt auch keine Zeit für. Aber wer mein letztes Video gesehen hat, da ging es um Dehnübungen, und da habe ich hier meine schöne Liste mit den verschiedenen Dehnübungen, und da habe ich jetzt dieses Blackboard mit integriert. Ich werde hier auch parallel mal einbinden, wie das bei mir aussieht. Also im ersten Schritt ist es so, dass ich den Fuß erstmal quasi dehne und bereit mache, und, ja, ein bisschen bewege in den ersten 30 Sekunden, und dann mache ich, also bei meinen Dehnübungen habe ich immer drei Runden, und in der zweiten und dritten Runde
balanciere ich dann 30 Sekunden. Und das ist, glaubt man nicht, also natürlich immer nur ein Fuß nacheinander, ne? Und man glaubt es gar nicht, wie schwer es ist, sich auf diesem Balanceboard, das ist ein Balanceboard in Mini-Format, das Gleichgewicht zu halten. Also ich schaffe es nicht, da 30 Sekunden in der Regel drauf zu bleiben. Es ist wirklich schwer. Und das finde ich so cool daran. Es gibt auch andere Balanceboards. Es gibt so ein ganz großes, wo dann unten so einen, ja, sagen wir mal, hier habe ich noch meine Blackroll. Versuchen wir das mal nachzubilden. Hier habe ich auch noch meinen Karton. Hier hast du dann quasi so eine Kugel und obendrauf steckt dann das Board und dann versucht man darauf zu balancieren. Und das haben wir im Fitnessstudio und das ist super cool, das macht super viel Spaß. Ist auch ultra schwer, allein erstmal da hochzukommen, aber es ist auch, finde ich, also man ist sehr verletzungsanfällig da drauf, weil man kann umknicken, man fällt runter. Ich habe mir das Ding auch schon zwischen die Beine geschossen. Also ich finde es sehr gefährlich, auch wenn es sehr cool ist und es ist sehr groß, also es ist sehr viel Platz. Und das Ding hier ist halt echt nicht so groß. Wenn ich das hier zusammenklappe, dann ist es noch kleiner und das kann ich einfach ins Regal tun, in mein Fitnessregal quasi. Und ich hatte das auch schon mit auf Geschäftsreise und ich kann das auch dann mit in Urlaub nehmen, weil es einfach so super transportabel ist und auch nicht viel wiegt. Darum finde ich das Ding super cool. Das heißt, ich kann einfach das Ding rausholen, mache so 2, 3 Minuten, es ist nicht groß, ich kann mich nicht großartig verletzen. Also klar kann man immer noch umknicken und so, aber es ist nicht so wie bei anderen Alternativen. Und ich kann es gut in meinen Alltag bisher integrieren. Es gibt noch viel mehr Übungen, die haben hier so eine, das kann man auch sich als YouTube-Video angucken, aber die haben das hier alles, ich glaube, es gibt auf Englisch und Deutsch, ne? Genau. Es gibt hier echt ganz viele Übungen. Wie viel haben wir hier? 7 verschiedene Übungen. Ich habe jede einmal ausprobiert. Ich habe mich jetzt aber erstmal grundsätzlich an der orientiert, die der Peter Attia in einem seiner Videos vorschlägt. Und das habe ich jetzt bei mir integriert. Vielleicht werde ich in Zukunft noch weitere Übungen machen. Diesmal ein recht kurzes Video von mir, um euch einfach mal nochmal einen Einblick in das Blackboard zu geben. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich habe auch noch keine Alternative entdeckt, lediglich Selbstbauten. Und ja, es ist teuer, aber ich finde es sehr cool.